Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns am Tag 2 des World Boss Events und ich habe heute eine bisschen bessere Leistung auf jeden Fall hervorgebracht als am gestrigen Tag. Gestern habe ich den Start quasi komplett verpasst. Wir haben dadurch, dass der World Boss so wenig Leben gehabt hat, hat er halt immer relativ schnell durchrotiert, wodurch ich halt nicht wirklich an Teilnehmertouren teilnehmen konnte. Ja, ich konnte nicht so schnell die 3 Ebenen wechseln, weil die so schnell durchgerattert sind, und wenn man den Tag halt unterwegs ist oder, keine Ahnung, erst abends wiederkommt, dann vergibt man halt viel Potenzial für viel Gold, so, ne? Und das habe ich heute besser nutzen können, weil die Bosse jetzt mittlerweile mehr Leben haben natürlich als am Anfang und wir als Server länger dort brauchen, um halt eben eine bzw. den World Boss dann zu besiegen, gab mir die Möglichkeit halt einfach öfter die 3 Ebenen zu wechseln, um halt eben diese Teilnehmertruhen zu farmen. Und wie gesagt, gestern hatte ich 6 Stück gehabt, heute waren es insgesamt 18, ja. Ich hatte aber auch hier hier einmal 18 Teilnehmertruhen, die wir bekommen haben, Schadensmeistertruhe habe ich einmal bekommen und Einzeltreffertruhe habe ich 4 Stück bekommen, was mir alleine an verdienten Truhen heute wieder ein Boni von 600 Millionen Gold eingespielt hat, 212k Kristalle, 58k Metalle und einen leckeren Fruchtkorb auf jeden Fall. Und das holen wir uns natürlich jetzt mal ganz gediegen ab. So, das ist jetzt meine aktuelle Statistik derzeit, die ich durch die Truhen bekommen habe. Ich habe leider noch bisher keine Killklauer-Truhe ergattern können. Das ist aber die most random Truhe of all time. Ja, das Ding zu bekommen ist halt wirklich, da kannst du gleich Lotto spielen, weil derjenige, der den Last Hit macht, um halt den Boss zu killen, ja, das ist halt einfach eine random Truhe für Leute, die halt eben keine Chance haben, sag ich mal, bei den Schadensmeistertruhen mit dabei zu sein oder den höchsten Einzeltreffer zu landen. Das werden die Leute niemals schaffen, und das ist halt einfach für die Leute, die halt eben ja, vielleicht auch ein bisschen weiter unten spielen, aber vielleicht den Kill geklaut haben, so ein Easy-Kill-Stil, ja, das ist dann für die Leute, und man kann sich wirklich nicht beschweren, was hier die Belohnungen angeht. Wie gesagt, das sind einfach und alleine nur die Truhen, die ich bekommen habe, und jetzt haben wir ja noch die Kriegsbeute, ja, das ist meine Kriegsbeute, die wir gestern bekommen haben. Von Tag 1. Ich habe den kompletten zweiten Tag heute wieder mal nicht abgeholt, damit wir uns das genau für diesen Moment jetzt aufbewahren können. Und ich habe den kompletten zweiten Tag jetzt 9500 Kriegsbeutetruhen ergattern können, was natürlich schon mal wieder ein ziemlich großes Improvement ist zu der Performance von gestern. Und wenn wir hier einmal kurz mal durchschauen, ich finde es wirklich ziemlich nice gelungen, muss ich sagen, mit dem Kampflog. Man sieht hier wirklich die Uhrzeit, wann der Angriff stattgefunden hat, die World Boss Stufe, auf welcher Ebene man sich befand, und hier sieht man halt, wie ich diese Ebenen durchrotiert habe, damit ich die Teilnehmertruhen halt abgefarmt habe, so, ne? Natürlich habe ich dadurch, weil ich mich immer auf eine Ebene fokussiere, habe ich auf den anderen natürlich dann dementsprechend ein bisschen weniger Damage gemacht für diesen Attack, bin dann aber wieder zurückgeswitcht zu meiner Main-Ebene und habe dann wiederum den Schaden dann weiter so gemacht. Hier, die Stunde war auch richtig crazy. Hier hatte ich, ne, das muss ich auch sagen, das finde ich auch sehr nice. Wir haben hier diese kritischen Treffer. Also falls ihr einen Crit-Treffer gemacht haben solltet, seht ihr das hier an dieser Dartscheibe. Und wenn ihr hier einmal diesen roten Feuerball habt, dann seht ihr das hier halt eben an diesen. Nee, wenn ihr einen Spezialangriff macht, dann seht ihr das hier an diesem roten Feuerball. Ja? Und das hatte ich in Kombination echt krass oft gehabt. Ich mache meistens immer diesen Bild mit Trefferchance und Schadensbonus, kritischen Schadensbonus und Trefferchance so, ne? Jetzt habe ich hier mal nur Schadensbonus genommen, heißt ein bisschen konstanter. Ansonsten habe ich noch kritische Trefferchance, nochmal kritische Trefferchance und dann den kritischen Schadensbonus auf der Ebene. Und dadurch lande ich halt im Verhältnis relativ viele Crits. Ja, hier war ich 2 Angriffe mal leider nicht mit auf der Ebene dabei, beziehungsweise war meine Ebene dann schon auf 0%. War dann in dem Moment gerade nicht online, ja, um halt eben die andere Ebene noch abzufarmen. Und dadurch habe ich 2 Angriffe halt hier eben mal gewastet.
Ja, und so sieht das Ganze dann halt eben hier so bei mir aus. Bei den Statistiken muss ich sagen, ist wirklich sehr, sehr cool, wie das jetzt hier aufgelistet ist. Gefällt mir sehr gut. Und ja, die anderen Server reihen sich jetzt hier auch langsam ein, ne? Da bin ich auch mal sehr gespannt, wer am Ende das Rennen machen wird. Hier sehen wir dann nochmal die Boss-Prämien von den vergangenen World-Bossen. Und hier sehen wir halt eben auch, dass wir ein paar Truhen auf jeden Fall abfarmen konnten. Schadensmeister waren wir relativ häufig mit dabei, also derjenige, der den meisten Schaden auf der Ebene verursacht hat, macht sich halt eben auch bemerkbar an den Schadenstruhen, die wir jetzt hier bisher farmen konnten. Genau, wir haben jetzt hier knapp 16.000 Medaillen, die wir jetzt von den gestrigen Tag haben. Das war auch der Stand von gestern Abend gewesen, beziehungsweise von dem letzten Video. Das hat uns auf Platz 2 befördert gehabt, instant. Jetzt holen wir uns mal die restliche Kriegsbeute von den kompletten Tag 2 mal ab und gucken mal, wohin uns das befördert. Ja, let's go, und wir drücken mal drauf. Was kriegen wir an Boni von dem gesamten Tag 2? 2,1 Milliarden Gold. Das schmeckt auf jeden Fall. Also wirklich, das ist was, wo ich sagen muss, also das ist wirklich ziemlich nice. Die Boni vom World Boss sind wirklich, muss ich sagen, das schmeckt schon ordentlich, ja. Nochmal 226.000 Kristalle, 160.000 Metalle und 40.000 Medaillen, die wir jetzt bekommen haben für die Rangliste, die uns ja, je besser wir in der Platzierung sind, auch nochmal mehr Boni einheimsen, und ein paar Katalysatoren kriegen wir auch noch on top, wodurch wir dann nochmal ein bisschen besser unser Katapult dann dementsprechend ausbauen können. So, und wir sehen jetzt hier, wir sind sogar relativ nah an Umbums dran. Es ist natürlich immer die Frage, ja, wie sehr hat jetzt Umbums hier schon seine Medaillen abgeholt? Hat er noch was auf der hohen Kante zu liegen? So, das weiß ich natürlich nicht. Ich gehe mal stark von aus, dass Umbums noch sehr viel auf der hohen Kante hat, was er sich jetzt an Kriegsbeute noch nicht abgeholt hat, weil gestern waren wir noch wirklich relativ weit weg von Umbums. Heute sind wir schon relativ nah dran gekommen, deswegen glaube ich, wird er noch was in der Hinterhand haben. Auch Stiefelkotzer hatte gestern Abend noch um 3 oder so seine Kriegsbeute eingelöst. Er wird mich wahrscheinlich jetzt auch nochmal überholen und vielleicht Umbums auch nochmal. Da warte ich auch noch drauf, dass er die auch noch nimmt, damit man dann halt eben sieht, okay, wo steht man. Er muss es natürlich nicht nehmen, das sind halt immer diese Mindgames so, ne, die hier gespielt werden, und man kann sich natürlich auch bis zum letzten Tag die komplette Kriegsbeute aufbewahren, dann kann man wie der Phönix aus der Asche dann von Rang 1000 auf Platz 1 auf einmal landen, wenn du die gar nicht abholst, so. Würde ich aber nicht empfehlen, weil, wie ihr gesehen habt, kriegt ihr auch wertvolle Katalysatoren. Das heißt, es ist wichtig, auch die Kriegsbeute zwischendurch mal abzuholen, damit ihr halt eben damit auch arbeiten könnt, um halt euer Katapult kostengünstiger halt eben auch ausbauen zu können. Ja, wenn wir jetzt mal hier zurückgehen auf den Kampflog, dann sehen wir jetzt hier schon unsere Belohnung, die wir jetzt hier mittlerweile alleine durch die Kisten bekommen haben, durch die Kriegsbeute, durch die Teilnehmertruhen und so weiter und so fort. Es ist noch nicht mal die beste Leistung, wie gesagt, gestern haben wir nur 6 Stück gehabt an Teilnehmertruhen, das hätten wir wirklich nochmal, also keine Ahnung, wir hätten jetzt schon locker über 30, vielleicht an die 40 oder so haben können, womit wir deutlich über 4 bis 5 Milliarden Gold vielleicht jetzt schon gekommen wären und noch mehr Ressourcen auch einheimsen hätten können. So, ne? Also das ist wirklich noch optimierbar. Ich will euch damit einfach nur zeigen, dass halt der Reward wirklich echt nicht schlecht ist, sag ich mal, und wir haben ja noch nicht mal die Endbelohnung. Falls wir es wirklich schaffen sollten, das zweite Mal unter den Top 3 hier zu landen, so wie beim letzten Mal auch, da war ich auch auf Platz 3, ne, damit wäre ich vollkommen zufrieden, weil dann kriegen wir hier auf Platz 3 immer noch die maximale Reward-Stufe, und ihr seht schon, wir haben alleine vom Tag gestern beziehungsweise ja den kompletten zweiten Tag mehr Gold durch die Kriegsbeute bekommen, als das, was wir an Endbelohnung hier bekommen werden, so. Und das ist wirklich schon sehr mächtig. Das kriegen wir zum Abschluss nochmal on top obendrauf, ja. Und der World Boss, der geht jetzt halt eben noch einen Tag 23 Stunden hier auf unserem Server, und das letzte Wort ist hier immer noch nicht gesprochen. Also von daher, da haben wir wirklich noch viel Aufwärtspotenzial, noch mehr Gold zu farmen, und das ist definitiv eine sehr, sehr coole Sache, und wir sind jetzt schon bei so extrem viel Gold. Also das macht, muss ich sagen, schon
ein bisschen Spaß, tatsächlich, so viel Gold zu farmen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das auf jeden Fall soweit mein Zwischenstand zu Tag 2 vom World Boss. Gefällt mir deutlich besser als der Tag gestern. Mit den Teilnehmertruhen haben wir es auf jeden Fall besser angestellt als gestern. Und so werden wir es auch weiterhin handhaben. Vielleicht werde ich am letzten Tag nochmal die 70-30-Taktik fahren, dass wir vielleicht unser Katapult noch ein, zwei mehr mal ausbauen, weil wir haben echt noch viele Katalysatoren am Start, jetzt auch durch den heutigen Tag bekommen. Wodurch wir dann nochmal unseren Playstyle hier sogar nochmal ein bisschen optimieren können und ja, um noch mehr Kriegsbeute einfach rausholen zu können. Ne? Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was der morgige Tag für uns bereithält, was er für uns bringt. Und ich denke mal, der wird definitiv mindestens genauso gut wie der heutige Tag. Und dann auf die Abschlussbelohnung bin ich dann auch insgesamt gespannt, was wir hier zusammen farmen konnten durch den World Boss. Ist auf jeden Fall jetzt schon deutlich mehr als durch den Legendary Dungeon. Bis dahin soll es das soweit mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.